Es darf doch echt nicht wahr sein. Okay. Bei diesem Spiel fühlt man sich wirklich so schlecht, wenn man irgendeine Entscheidung geht. Und ich dachte so, ach, so groß, so negativ kann die Entscheidung nicht werden. Und dann sieht man das. Dass wir auch keinen Brief finden, so nach dem Motto, hey, irgendwie. Er hat eigentlich schon verrückt gewirkt. So. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, dass er sich hier eingesperrt hat. Und hier ist alles geschehen wahrscheinlich. Oder? Das sieht danach so aus. Wir entscheiden uns so schlecht. Ich bin echt so... Ich entscheide mich wirklich schlecht. Das einzige Gute daran ist, ich habe jetzt mehr Punkte bekommen. Ich habe jetzt an die 6000. Aber ich glaube, je höher wir gehen, desto mehr kriegen wir auch. So. Herstellen. Okay. Die einzige, die jetzt Kopfschmerzen hat, ist sie. Eine Erkältung. Gut. Hey! Du bist hier! Hi! Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reid. Ja, Neuigkeiten über Hamptons Do you have recent news of Hampton's shelter? No. I try to stay away from shelters and obvious places. Who knows who may be spying and trying to spot me there? Hat mir What could eigentlich you tell gefragt, me ne? about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. Oh, What can you tell me about this district? The East End Docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. persönliche Fragen. Erzählen Sie mehr von Ihrem Freund Your Jack. friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refuse to be insulted again. Warum hat er...
das konnten sie nicht wissen. Der ausgelöste Krieg war unverweichlich. Die Verantwortung übernehmen und nicht verstecken. Sie konnten das nicht wissen. No man can predict the exact outcome of his actions. It's the curse we have to live with. We can only gamble and do what we think is best. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the wet boot boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. Oh, was werden sie jetzt tun? You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reid. Thank you for that. I believe you're a good guy too. Oh, danke schön. Jack Tod hat sie tief getroffen. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. Starb, um sie zu retten. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. War töricht, sich allein zu widersetzen. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. Na ja, und? Trotzdem war es töricht. Goodbye, Mr. Grader. Take care. Wenn wir jetzt mit denen reden, bekommen wir was. Okay. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reid. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I heard he had a scam of his own. A cult or something. Goodbye. Wir sind schrecklich, wir sind schrecklich, wir sind schrecklich. Was haben wir nur getan? Die eine ist eine Vampirjägerin geworden, die andere ist zu Vampir geworden, also zum Skull. Und der andere ist noch ein hässiger Wolf geworden, gefühlt. Und der ist auch verrückt geworden. Wir hätten ihn töten sollen. Was soll das? Ich weiß nicht, was wäre passiert, wenn wir ihn zu einem Vampir gemacht hätten? Das hätte ich mir noch mehr gefragt. Warte mal. Nicht in die Richtung. Ich finde die Stadt ein bisschen verwirrend. Aber nur ein bisschen. Ich wollte gerne zu den anderen hin, aber wo treiben die sich nochmal? Ach so. Wir sind hier, okay. Ach, die sind ja, stimmt, die sind ja hier drüben an die Docks, genau. Mit dem möchte ich gerne auch noch ein paar Wörtchen reden. Ich dachte, die wird so wie diese Frau Bridge oder wie sie immer heißt. Ich hätte, daraus wird sie. Habe ich echt gedacht.
Anscheinend lag ich wohl falsch. Ich laufe trotzdem falsch. Was mache ich hier? Ich finde cool, dass die eine zu einer Vampirjägerin geworden ist. Ich wünsche, wir hätten vorher mit ihr reden können. Das wäre cool gewesen. Okay. Warte mal, laufen wir richtig? Ja, wir laufen, glaube ich, richtig. Ja, also... I have this thirst for blood. Diesmal überlege ich mir genau. Waren wir hier schon mal drin? Oh! Oh, Entschuldigung. Aua. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. Oh, wir haben sogar beide tot gekriegt. Wo ist der eine? Ah. Okay, dann gehen wir mal wieder. Ist halt doof, dass er uns gefolgt ist. Weil das war eigentlich nicht mein Plan. So, dann reden wir mal mit ihm. Good evening, Mr. Woodbeat. Good evening to you, my young doctor. Weil bei ihm haben wir auch ein paar Fragen zu Do you stellen. have any recent news on Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Okay, teil über What can die you Stadt. tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Vermissen Sie die guten alten Zeiten? Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. Was ist mit der And Gang? what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Die Geschichte über die Dogs? If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Nein. Oh, okay, wir haben viele Fragen. Kennen Sie noch jemand von Do you früher? still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy,
She was a beauty back then. Oh, willst du damit sagen, dass sie heute nicht so schön ist? Auffällige neue Any Gesichter? remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Gleichzeitig Mitleid, aber gleichzeitig auch beleidigen. Wem kann man vertrauen? Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. Seltsam und unheimliche Gestalten. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Das hätte ich cool gefunden. Okay, danke schön. Persönliche Fragen? Waren Sie schon immer verbittert? Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Zukunft wird besser. Das sind schwierige Zeiten. Alte Leute beschweren sich immer. Nein, wir sagen ganz einfach, dass es schwierige Zeiten sind. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Oh, das ist eklig. Erzählen Sie mehr von den Witwood Boys. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Erzählen Sie mehr von der Wache. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Ihr Sohn bei der Wache von Privio? Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. Ah, okay, er bereut das, was er alles getan hat. Deswegen ist er wahrscheinlich auch ausgetreten. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reid. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Oh, das glaube ich Ihnen sogar. Auch irgendwie voll süß. Goodbye, sir. Auf jeden Fall 3000 MB. With the epidemic, no one dares go outside. You still working at this hour? That's what I call dedication. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision. Launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with him. It's more like a cult if you ask me. Okay, jetzt wissen wir aber auch, warum Goodbye, er sich verwandelt hat. Oh Mann, was habe ich getan? Also gesagt, was habe ich getan? Welcome back, Doctor. What can I do for you?
Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Okay. Goodbye, Mr. Watts. Ich will trotzdem hier rein. Warum habt ihr die I Tür nicht cannot offen enter. gelassen? Cause a problem is to solve one. Ah. Okay. Aber wenigstens sind die gesund, würde ich sagen. Zwar müsste ich jetzt 4 von denen töten, aber die sind wenigstens gesund und so gesehen in Sicherheit. Das können wir noch nicht machen. Ja, ich bin froh, dass wir noch die Dingsen abgeschlossen haben. Giselle. Ja. Da bin ich auch froh. Also ja, den haben wir sogar ausgesaugt. Ha. Sie hat eine Erkältung. So, jetzt machen wir unsere eigentliche Mission hier weiter. Wir müssen hier hinten hin. Aber teilweise bin ich froh, dass es solche Konsequenzen gibt. Ja, das ist die Abkürzung. Okay, ich habe darauf keinen Bock. Hier oben waren wir, glaube ich, noch nie, oder? Doch, hier waren wir schon mal. So. Gut. Hier ist es wenigstens stabil. Eine stabile Sache hier. Offizielle, achso. Stimmt ja, das geht hier. Okay, I can't believe I'm doing this. Supi. Ja. Wir gehen einfach den Weg hier hin. Aber es ist eine Menge hier. Ist immer noch stabil. Wisst ihr? Oha. Das sieht aus, als wären wir beim Arztgebäude. Aber nein, das Krankenhausgebäude ist hier. Aber schön, dass wir über Häuser hier laufen können. Bin ich sehr stabil. Sorry. Okay.
Also... Das war gruselig. Also, What was that? Wer ist die I denn? won't let you escape. Die lockt uns in einer Falle. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Wir können sie aber wenigstens auslooten. Also... Warte mal, die Rose von Mary. Ich würde... I can still sense a presence. Ja, ich aber nicht. Ich kann das nicht spüren. Da habe ich mich erschrocken. So leicht zerbrechen auch nicht irgendwelche... Oha. Hat eine Menge abgeschlachtet hier. Ach, da oben. Nicht mal Loot hat sie hier gelassen. Wo kommt man nochmal hin? Ah, falsche Richtung, ah! Ich bin falsch gelaufen. Hier lang geht es. Da lang. Da lang. Come to me. Hör auf, so gruselig zu sein. Das geht ja schon mal gar nicht. Help me, please. You. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon. Hell scourge. Son of perdition. Vicar. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, Nein. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss.
and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Sag mir nicht, wir müssen gleich die Schwester töten. Bitte Apologies nicht. will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reid? No? I'll show you mine then. The family Reid, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Nein! Warum? Warum? Oh, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ah! Kiss me again, sweet brother. Autsch. Oh mein Gott, ist die stark. Oh fuck. Rest in peace, monster. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. What? Nein! Kinslayer! His final thoughts are just to die for. Warum? Warum müssen wir gegen seine Schwester kämpfen? Come to me, Jonathan. Aua.
Au, 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 au. Ich liebe doch meine Schwester. Aua. Au, au, au. You've killed me, brother. What have you done? Warum kann ich das nicht benutzen? Au. Assassin! Ich wollte das nicht so. Oh, ich hasse diesen Widerstand, scheiße. Kiss me again, sweet brother. Oh. Aua. Ah, so, ja, okay. Come to me, Jonathan. Oh mein Gott. Rest in peace, monster. Warum haben die viel coolere Fähigkeiten? Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me! What have you done? Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ich kann, achso, ich kann, okay. Ändern. Relationsretzum, Ausdauerretzum, leichte Ausdauer. Scheiße. Oh. Oh, weiter weg, weiter weg. Schwester, hör mir doch zu. Wir könnten Freunde werden. Wir könnten ein Team werden. Ein wunderbarer Team. Aua. Kiss me again, sweet brother. Puh. Aua, aua, aua. Oh, komm schon. Bitte. Ich will sie nicht töten. Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see?
not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Oh mein I Gott. will find a cure, Mary. I swear it. Oh mein Gott. At last, I can forgive you. Mein Gott. Nein. Oh, können wir uns bewegen? Ich finde das halt traurig. Nein, bitte. Das ist doch unfair. Obwohl, sie hat darum gebeten, also hätte ich das auch sowieso getan. Für sie wäre das wirklich nur ein Leiden gewesen. Einige Nächte später. Oh, mein Gott, das ist so. Ah, das bricht mir so das Herz. Oh mein Gott, bricht mir das Herz. Aber wie hat sie überlebt? Wir haben sie doch nur gebissen. Wir haben sie ja nicht unser Blut gegeben. Das heißt, selbst ein Biss reicht aus, um jemanden zu Vampir zu machen. Sei denn obskur oder nicht. Oder kommt das von Vampir zu Vampir verschieden an? Kann ich mir auch gut vorstellen. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Oh, Kapitel 4. Ich dachte schon, es wäre zu Ende. So viele Tote und ständig kommen mehr. Bewirkt unser Eifer überhaupt noch was? Oh mein Gott, das ist doch... Das ist nicht fair, oder? Okay, wir müssen unsere Post gleich lesen. Oh, da sind welche krank geworden. Okay, wir brauchen Erschöpfung. Erschöpfung. Also nur Erschöpfung in dem Bereich. Also 1, 2, 3, 4, 5 Erschöpfung. Okay, das ist sehr kritisch. Oh mein Gott. Das ist sogar sehr kritisch. Okay. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, 6 Erschöpfung, bevor wir die Post lesen. Machen wir gleich. 6 Erschöpfung. Gut, das hat nur Erschöpfung. Kopfschmerzen einmal, zweimal, dreimal Kopfschmerzen.
3-mal Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Machen wir einfach mal 5. Und dann einmal Erkältung. Dann war es das momentan. Einmal Erkältung. Blutarmut, Vergiftung, Erkältung. Nein, das kann ich nicht machen, okay. Fuck, das ist doch... Es darf doch nicht alles wahr sein. Können wir alles schon wieder verwerten. Unsere Schwester. Unsere Schwester, oh Mann.